Kolumbien. Ein Land, bei dem wir nicht so richtig wussten, was auf uns zukommen wird. Man hört von einzigartigen Landschaften, warmherzigen Menschen und einem atemberaubenden Nachtleben. Gleichzeitig hört man jedoch auch von viel Kriminalität, Drogenkartellen, Guerillakriegen und denkt an ein Land, das irgendwie nicht zur Ruhe kommt. Unsere Neugier, Kolumbien kennenzulernen, war riesig, denn geografisch ist Kolumbien eines der interessantesten Länder der Welt. Das Karibische Meer, die Berge der Anden, die Küste des Pazifiks und der Amazonas-Regenwald sind alle Teil Kolumbiens. Und das ist unsere Reise durch Kolumbien. Wir sind angekommen in Kolumbien. Zieht euch das Haus rein. Schon wenn man Low Budget macht. Hier sind überall Plakate von Guerillakommandanten, überall hier Militärpolizei. Außergewöhnlich, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Rechts ist der Supermarkt von Playa Ruina. Keiner versteht was. Unseren persönlichen Bodyguard. Was war das für Nombre? Fast in den Schlamm gefallen. Auf geht's, Laurinha. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Vamos, America do Sul. Und dann waren wir auch schon in Bogotá, Kolumbiens Hauptstadt in 2600 Meter Höhe. Unser Tag startete mit einem kolumbianischen Frühstück und direkt Kulturschock. Eier, Croissants, Empanadas, alles ganz normal. Aber Suppe, das hatten wir beide wirklich noch nie zu Frühstück. Ich habe noch nie eine Suppe zum Frühstück gegessen, aber diese ist sehr gut. Nach unserem Frühstück wollten wir mit dem Bus zu den touristischen Attraktionen fahren. Wir haben versucht, den Bus zu nehmen, aber leider nehmen die kein Geld an. Also man kann nur den Bus nehmen, wenn man schon ein Ticket hat, so eine Karte. Also ab ins Taxi, was übrigens sehr, sehr günstig in Kolumbien ist. Wir sind hier gerade im Taxi und wollten eigentlich zum Plaza de Bolívar fahren, einer der Hauptplätze hier in Bogotá. Allerdings gibt es heute, genau heute natürlich, einen der größten Proteste in Kolumbien. Und alle Straßen sind gesperrt und vielleicht ist es nicht die beste Idee, dann zu diesem Platz zu gehen. Guck hier, da vorne geht es schon los. Also empfahl uns der Taxifahrer lieber zuerst zum Monserrate zu fahren. Der Monserrate ist ein Berg mit einer gigantischen Aussicht über ganz Bogotá. Man kann entweder mit der Seilbahn hochfahren oder eben zu Fuß, so wie wir. Wer nicht gerade fit ist, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Nehmt unten die Transmicable, eine Seilbahn. Sie fährt hoch zum höchsten Punkt, keine Ahnung wie teuer das ist. Aber dann seid ihr auf jeden Fall nicht so aus der Puste wie ich jetzt. Das Gute ist, auf dem Weg nach oben gibt es wenigstens ein paar Zwischenhalte mit Sachen zu kaufen und natürlich auch Toiletten. Dort oben gibt es dann viele Souvenirshops, eine Kirche und Restaurants, welche jedoch auch direkt deutlich teurer sind als selbst in der Stadt. Nachdem wir wieder unten waren, sind wir zu Fuß in das historische Zentrum La Candelaria gegangen. Und zum Abschluss konnten wir dann doch nochmal den Plaza de Bolívar besuchen. Ich fühle mich hier wie auf dem Markusplatz in Venedig, alles voller Tauben. Gestern hatten wir versucht mit dem Bus zu fahren, hatten aber festgestellt, dass man hier schon vorher ein Ticket kaufen muss oder beziehungsweise eine Karte, mit der man hier in Bogotá fahren kann. Heute haben wir zum Glück die Karte von unserer Vermieterin bekommen. Am zweiten Tag haben wir uns dann in den Süden Bogotás getraut und haben den Bus in das Viertel Ciudad Bolívar genommen. Von da aus kann man mit einer Seilbahn in den Stadtteil der Einheimischen hochfahren. Den Touristen wird jedoch oft davon abgeraten, da es das Armviertel ist und als der gefährlichste Stadtteil gilt. Wir hatten jedoch eine super Erfahrung, konnten den Blick genießen, shoppen, Sport machen. Laura, und wer hätte das gedacht, dass wir mitten in der größten Favela aus Bogotá den besten Calisthenics-Park finden. Und hatten auch noch eine nette Unterhaltung mit dem Chorizo-Verkäufer. Guten Tag. Guten Tag. Gestern sind wir im Süden Bogotás unterwegs gewesen, im Viertel Ciudad Bolívar, und heute sind wir hier im Norden und man merkt direkt dieses Gefälle zwischen Arm und Reich. Also hier sieht man keine Baracken, so wie man es aus den Barrios oder Favelas kennt, sondern hier sind es wirklich Wohngebäude, so wie wir es in Deutschland haben. Ich zeige euch das einfach mal. Schaut euch das an. Ein komplett anderes Bild. Im Norden Bogotás gibt es viele trendige Viertel. Eines davon ist die Zona T, in der es viele schicke Restaurants und Bars gibt. Aber leider gibt es hier auch viele Betrüger, die versuchen, die Touristen abzuziehen. So wie zum Beispiel mich. Also ihr habt es gerade gesehen, aus dem Nichts hat jemand meine Schuhe sauber gemacht. Und ich wollte das als erstes gar nicht. Ich habe dann gesagt, ja okay, kann ja sowieso nicht so teuer sein, habe es gemacht. Und er hatte gesagt am Anfang 20.000. Habe ich gesagt, okay. Am Ende, als er dann gemerkt hat, dass wir sozusagen Gringos sind, wir nicht aus Kolumbien kommen, wollte er auf einmal 50.000. Und solche Sachen hasse ich, ne? Also es ist einfach Betrug, deswegen bleibt stark, lauft einfach weiter und ja, ignoriert diese Leute. Vor allem
die Art und Weise, wie er angekommen ist, einfach direkt Schuhcreme auf den Schuh zu machen, ohne dass man irgendwas gesagt hat, ist halt auch nicht die feinste. Von daher seid darauf gefasst und ja, bleibt sicher hier in der Stadt. Nach 3 geilen Tagen in Bogotá ging es für uns dann weiter in den Süden des Landes, nach San José del Guaviare. Allerdings konnten wir immer noch nicht die Worte des Chorizo-Verkäufers aus unseren Köpfen kriegen. Solo tenemos más un día. Un día más? Sí. Ya viaja. Para San José del Guaviare. Ya es peligroso. Da es peligroso? Mucha guerrilla. Guerrillas. Eso no es la guerrilla. Und dementsprechend war auch unsere Anreise. Der Bus wurde nachts von der Polizei angehalten, 1 Stunde lang durchsucht, mehrere Leute wurden aus dem Bus gezogen und dann sind wir auch noch 3 Stunden früher als gedacht, um 5 Uhr morgens mit einem richtig geilen Gefühl angekommen. Wir mussten noch ein Hotel suchen, erst beim 7. Hotel konnten wir eine Unterkunft finden. Die Schulen in der Stadt werden von der Militärpolizei bewacht und einen Guide für die einzigartigen Landschaften, die es in dieser Region geben soll, konnten wir zunächst auch nicht finden. Wir sind hier angekommen vor ein paar Tagen und am Anfang dachten Laura und ich uns einfach nur, fuck, wo sind wir gelandet und worauf haben wir uns eingelassen? Nachdem wir bereits verzweifelt waren, haben wir dann doch noch irgendwie durch Zufall einen Guide gefunden. Und dieser zeigte uns diese einzigartigen Landschaften am Rande des kolumbianischen Amazonas. Los primeros turistas que vinieron acá en estos territorios eran los especialistas que venían en brigadas médicas, en misiones médicas, y ellos, algunos locales, empezaron a promoverles y a mostrarles fotografías de los sitios que se encontraban acá en esas tierras. Aún no estaban definidos los senderos, aún no estaban definidos los nombres de los sitios y otras cosas más, pero con el tiempo pues los médicos que llegaban acá en las misiones empezaron a invitar a familiares y decían, oh no, por allá peligroso. Pero ya cuando algunos se atrevían a arriesgarse, así como ustedes dos, ya empezaron a conocer la riqueza natural de los llanos colombianos y del Amazonas colombiano. Unser Guide war nicht der einzige, mit dem wir über die Sicherheit in dieser Region gesprochen haben. Aquí tienen mucha policía. En San José es peligroso. Mas estaba peligroso antes. Años atrás. Años atrás. ¿Cuántos años? Guerra. ¿10? Más. Trotzdem gibt es immer wieder Vorkommnisse in dieser Region. In Colombia, a new massacre was reported in Ranch, where 3 people were killed, including a minor. The incident took place in the village of Agua Bonita early Sunday morning in the rural area of San José del Guavire. Wir sind mit einem ängstlichen Gefühl angereist, mussten die Menschen kennenlernen und die Geschichte dieses Ortes verstehen. Verlassen tun wir San José del Guavire jedoch mit einzigartigen Erlebnissen und viel Hoffnung, dass in Zukunft nur noch von den außergewöhnlichen Landschaften gesprochen wird und nicht mehr von Drogenkriegen und Massakern. Von hier aus soll unsere Reise weitergehen, zum schönsten Fluss der Welt. 10 Stunden Fahrt durch den Dschungel Kolumbiens, auf einer Straße, die nicht einmal auf Google Maps eingezeichnet ist. Kleiner Zwischenhalt, neues Dorf. Also hier auf der Straße, wo wir langfahren, gibt es sehr, sehr viele kleine Dörfer. Da kann man sich immer was zu essen oder zu trinken kaufen oder halt auf Toilette gehen. Nach unserer schönen Zeit in San José war unser Gefühl der Ungewissheit verschwunden. Die Fahrt durch den Dschungel fing ganz entspannt an. Vorbei an kleinen Dörfern, die Menschen grüßen ein und alles sieht ganz normal aus. Doch je weiter wir in den Dschungel fuhren, desto anders wurde die Stimmung. Plötzlich sah man viele Guerilla-Plakate, teilweise posieren mit Waffen. Auch wenn es keinen Grund zur Besorgnis gab, kamen die Gefühle der Ungewissheit zurück. Also, ich glaube, was der Mann uns gesagt hat in Ciudad Bolívar ist nicht ganz so unwahr. Hier sind überall Plakate von Guerilla-Kommandanten und auch ein Plakat von dem jetzigen Präsidenten Gustavo Petro. Von daher glaube ich schon, dass das hier Guerilla-Gebiet ist. Also sind wir mal lieber ganz vorsichtig hier. Pollo como Haus y frijoles, Suppe,
E Wie mandioca. Tem Mandioca? mandioca. Sim, tem Oh ja, mandioca. stimmt. Mandioca auch. Unser Lunch hier in der Stadt. ¿Cómo se dice ese pueblo? Cachicamo. Cachicamo. Das war das letzte kleine Dorf. Wie man sieht, unterstützen sie die FARC, Kolumbiens größte Guerilla-Bewegung. Ab jetzt wird die Straße ungemütlich, sagte unser Fahrer. Aber solange es nicht regnet, ist alles gut. Es fängt an zu regnen. Jetzt kann der Spaß beginnen. Wir haben gerade leider ein fettes Schlagloch mitgenommen, was unser Fahrer nicht gesehen hat, und wir sind ein bisschen durch die Decke geflogen. Unser Fahrer macht jetzt unseren Jeep nochmal sicher gegen den Regen, der uns gleich erwartet. Und dann hat unser Jeep aus dem Nichts den Geist aufgegeben. Ja. Agora sim. La bateria? Doch irgendwie haben wir es dann doch noch nach La Macarena geschafft. Wir sind angekommen in La Macarena. Endlich. Nach 8 Stunden Abenteuerfahrt durch den Dschungel hier in Kolumbien sind wir endlich angekommen. Ja, und jetzt wartet das nächste Abenteuer auf uns. Wir müssen ein Hotel finden. Ja, Aber mal durch schauen. den Regen. Durch den Regen. Wird bestimmt spaßig. E passa, Dominique. Gerade alles top geklappt. Kriegen wir die Nachricht, dass unser Flug von hier, La Macarena, nach Medellin gecancelt wurde. In 3 Tagen. Und Ach, der war fuck. gut und günstig. Und jetzt sind wir. Guten Morgen aus La Macarena. Buenos dias. Wie ihr es ja schon gestern mitbekommen habt, wurde gestern unser Flug gestrichen. Und jetzt kommen wir wirklich in Bedrohung, weil wir haben einen weiteren Flug einen Tag später an die Pazifikküste hier in Kolumbien. Und jetzt müssen wir gucken, wir gehen jetzt gerade zum Flughafen und versuchen zu klären, wie wir jetzt nach Medellin kommen, weil Medellin mit dem Bus, das ist unmöglich. Also das geht wirklich nur mit Flugzeug, weil das viel zu weit weg ist. Ja, mal schauen, wie unsere Verhandlungstechnik hier mit Spanisch ist. Außerdem mussten wir jetzt herausfinden, wie wir zu Caño Cristales kommen, dem schönsten Fluss der Welt. Wir sind nämlich mit der Erwartung angereist, dass es an diesem Ort nur Caño Cristales gibt und sonst nichts. Wir wussten nicht, dass es hier noch weitere einzigartige Landschaften und Trips gibt. Von diesen erfährt man nämlich so gut wie nichts im Internet. Und so passte es für uns, dass wir sowieso mehrere Tage für La Macarena eingeplant haben. Und dann führte unser Guide uns zu einem Ort und forderte uns auf, hier dürft ihr jetzt Sex haben, wenn ihr wollt. Denn das ist El Pocito de Amor. Ese es el Pocito de Amor. Y esa es la piedrita del amor. Ah. La piedrita, te sientas tranquilito. Ahora los voy a esperar en el coche, ¿bueno? Sí, sí. Entonces, estén tranquilos. Como... ¿Una hora? Sí, no problema. Yo voy a estar jugando un rato y entonces los espero por ahí. Bueno, Sí, bueno. si se pierden dicen, why my friend o algo así, o algo así, ¿bueno? Sí. Bueno, nos vemos al rato. Bien, bien. Also, Diego lässt uns jetzt alleine, weil wir sind hier beim Pool der Liebe. Ciao, Diego. Und was macht man hier, Laura? Namorar. Ah, also machen wir jetzt die Kamera lieber mal aus, ne? Sehr aufregender, aber auch wunderschöner Tag geht zu Ende.
Viele Abenteuer mal wieder. E amanhã tem Caño Cristales. Und das hier ist sie, die Geschichte des Caño Cristales. Jedes Jahr mit Beginn der Regenzeit erwacht im tiefen kolumbianischen Dschungel zwischen den Anden und dem Amazonas ein Fluss. Gefüllt von immensen Niederschlägen und geprägt von einer besonderen Art Pflanze entsteht er. Der schönste Fluss der Welt, Caño Cristales. Doch leider war dieser Ort über Jahrzehnte unzugänglich. FARC-Guerillas besetzten das Gebiet und ein Ende war nicht in Sicht. Erst seit dem Friedensvertrag 2016 ist der Fluss wirklich für Touristen sicher. Aber auch heute noch ist er von Konfliktzonen umgeben und wird von dem Militär bewacht. Heute haben wir endlich den Trip, weshalb wir eigentlich überhaupt in dieses Gebiet gekommen sind. Heute gehen wir auf der Suche nach dem schönsten Fluss der ganzen Welt. So sagen auf jeden Fall die Kolumbianer. Und wir sind sehr gespannt, weil wir zahlen hier sehr, sehr viel Geld für. Und wir haben sehr, sehr hohe Erwartungen. Dominique só falava disso lá em Germany. Só falava disso. Eita, Laurinha, ich habe so viel Lust auf Caño Cristales. Só fala disso. Hoje vai realizar um sonho de criança, né, esse menino? Also von daher, wir haben richtig hohe Erwartungen und wir hoffen, wir werden nicht enttäuscht. Aber überzeugt euch selbst. Und dann ging es auch schon los für uns. Eine kurze Bootsfahrt, eine wackelige Jeepfahrt und wir waren angekommen im Nationalpark Serranía de la Macarena. Und da fiel uns auf, klamottentechnisch waren wir nicht ganz so gut vorbereitet. Todo mundo tá de lookinho. E a gente tá assim. Wir sind halt richtige Touristen, ne? Somos turistas. Eles também são turistas, mas eles estão preparados, a gente não. Wir wollen ein bisschen braun werden. É isso, né? Von hier aus wanderten wir für 5 Stunden durch das Dschungelgebirge. Wir wussten nicht genau, was auf uns zukommen wird, jedoch waren wir direkt nach unseren ersten 2 Stationen überwältigt. Doch dann zeigte uns Caño Cristales seine ganze Schönheit. Denn Caño Cristales ist nicht nur ein gewöhnlicher Fluss. Caño Cristales bedeutet Wasserfälle, Canyons, kristallklares Wasser und außergewöhnliche bunte Pflanzen am Flussgrund. Diese Art Fluss ist einzigartig in der Welt und zusätzlich gibt es sie nur in Kolumbien. E agora, para finalizar o rolê, uma massaginha nos pés que andaram bastante. Mira, abaixo. Fale aí, dê seu testemunho para fechar esse vídeo com chave de ouro. Also, wenn ihr Caño Cristales sehen wollt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist wirklich ein, wie man so schön sagt im Englisch, pain in the ass, but es ist wirklich der ganze Aufwand und das ganze Geld ist es wert. Sim. Einmal im Leben sollte man es gesehen haben, wenn möglich. Guten Morgen aus dem kolumbianischen Dschungel. Ja, der Tag hätte so schön anfangen können, schön ruhig, aber wie ihr wisst, wurde unser Flug gestern schon storniert. Deswegen haben wir umgebucht auf heute, damit wir unseren Anschlussflug heute um 12:30 Uhr auch bekommen können. Aber heute Morgen wollte ich unseren Anschlussflug einchecken und was passiert?
genau dieser Anschlussflug wurde um 4 Stunden nach vorne geschoben. Das heißt, den bekommen wir auf gar keinen Fall. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das alles machen. Muchas gracias. Ciao. Das ist das erste Mal auf dem Flughafen, dass es kein Security-Check-In gab, gar nichts. Laura hat hier sogar ihre dicke Flasche mit Wasser, alles, wir haben Messer dabei, alles ganz normal. Pero es muy importante que use la mascarita. Sin la mascarita no puede entrar sin certificado, con agua, pero sin mascarita no. Also auf geht's nach Medellin. Und typisch natürlich, alles hat super geklappt. Wir haben super schnell unser Gepäck bekommen. Aber was ist? Easy Fly. Und jetzt ging es auf einmal ganz schnell. Alter, was geht hier ab? Keine Ahnung wie, aber wir haben es irgendwie geschafft, noch einen Flug zu kriegen mit EasyFly. Durchatmen und dann geht's gleich weiter. Also konnten wir doch noch an die Pazifikküste fliegen. Wir waren super glücklich, denn jetzt sollte das Paradies auf uns warten. Doch zunächst einmal erwartete uns eine Menge Regen und neue Probleme. Hier muss man Kurtaxe zahlen, 30.000 kolumbianische Pesos, aber wir haben gar kein Bargeld mehr, also hoffen wir mal, dass sie Kreditkarten annehmen. Kreditkarten werden natürlich nicht angenommen. Genauso wie im Rest des Landes ist man sehr stark auf Bargeld angewiesen. Ein Tuk-Tuk-Fahrer fuhr uns zum nächsten Geldautomaten. Und hier konnte man endlich mal mehr als 600.000 kolumbianische Pesos abheben. Denn bei jedem Mal Geld ziehen zahlt man um die 20.000 Gebühren. Also kann es sich lohnen, direkt mehr Geld abzuheben. Wow, das ist der beste Geldautomat, den wir hier hatten. Jetzt wird hier gerade unser leckeres Frühstück zubereitet. Pescado. En la planta. In der Planta. Hier wird hier noch traditionell gekocht, sehr schön. Nach einem Frühstück ging es für uns weiter mit dem Boot. Wir haben uns nämlich entschieden, nicht in der Hauptstadt Mutis zu übernachten. Zum einen gibt es keinen Strand und zum anderen wirkt die Stadt sehr runtergekommen. 15 Minuten von hier gibt es ein kleines Dorf direkt am Strand und hier sollte dann wirklich das Paradies auf uns warten. Doch es hörte einfach nicht auf zu regnen. Guten Morgen aus Bahia Solano, der Pazifikküste Kolumbiens. Wir befinden uns hier direkt am Strand, wirklich an einem der schönsten Strände, die ich gesehen habe. Aber das Wetter ist halt einfach katastrophal. Zieht euch das rein. So regnet es wirklich schon, seitdem wir schlafen gegangen sind. Estamos aqui num paraíso, porém com péssimas condições. Está chovendo, não tem eletricidade, não tem Wi-Fi, não tem sinal de telefone, Não não tem tem nada água. aqui. Nem água tem uns horários certos para água vir. Tá puxado, né, Dominique? Então vamos fazer o quê? Já fizemos um treininho de buenas, agora vamos tomar um banho de mar, que é o que tá tendo. Und wir sind echt am Überlegen, was wir überhaupt machen, weil dieser Ort hier ist bisher der teuerste, an dem wir waren. In den anderen Hotels haben wir bisher 40.000 zusammengezahlt, das heißt 20.000 kolumbianische Pesos pro Person. Hier zahlen wir 80.000 pro Person, also 160.000 plus dann noch, wir müssen hier entweder im Restaurant essen, weil hier gibt es keinen Supermarkt, hier gibt es keine Gar richtigen nicht. Restaurants, also es ist verdammt teuer hier. Pro Tag kann man mit 360.000 kolumbianischen Pesos rechnen, aber dann haben wir immer noch kein Wasser gehabt. Also Wasser muss man auch noch mal extra kaufen. Von daher sind wir jetzt gerade echt am Überlegen, was sollen wir hier machen mit diesem Wetter. Heute gehen wir zwar noch mal raus und gucken, ob wir Wale finden, Tá aber puxado. ja, das Mas é Wetter isso, né? lässt zu wünschen übrig. Se o tempo estivesse colaborando, era de boa, né? Porque a gente nunca nem ficou. Olha, quando chega a minha vez, meu Deus, de ficar num lugar assim, de frente pra praia, né? No paraíso, tá chovendo, tá tudo assim. Pobre não tem um minuto de paz, não. Mas é Also isso.
Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, wir waren beide noch nie an der Pazifikküste, deswegen gehen wir jetzt zum ersten Mal in unserem Leben im Pazifik baden. Mit Regen, hey. Also, man muss immer das Beste draus machen. Ja. Und dann gucken wir mal, vielleicht fährt auch das Boot die nächsten Tage. Eigentlich wollen wir nämlich runter an die Pazifikküste nach Buenaventura. Keine Ahnung, ob wir das so hinkriegen, weil hier gibt es keine richtigen Zeiten, wann die Boote fahren. Das ist immer ein bisschen mehr Zufall. Ja, oder wir würden gerne nachgucken, ob wir einen Flug wieder zurück nach Medellin bekommen können. Aber wie sollen wir das machen ohne Wi-Fi, ohne Internet? Unmöglich. Tá puxado. Dieser Ort hier, wo wir sind, Bahia Solano, ist nämlich bekannt dafür, dass in der Periode von, ich glaube, Juli bis September, Oktober kommen hier die Wale her, um ihren Kindern Geburt zu geben. Und eigentlich sind wir auch deswegen hierher gekommen, damit wir einfach einmal eine Walbeobachtungstour machen können hier. Und leider hat uns unser Host schon erzählt, dass dieses Jahr die Wale sehr, sehr früh gekommen sind. Das heißt, es gibt gar nicht mehr so viele hier im Umkreis und kann auch sein, dass wir heute gar keine sehen werden. Aber wir haben gesagt, wenn wir jetzt schon hergekommen sind, dann versuchen wir es auch. Jetzt mitten auf dem Meer angekommen, aber so weit haben wir noch nicht gesehen. Jetzt heißt es Wale suchen. Laura will schon wieder zurück. Não quero ver baleia. Moço, pode voltar. Lange Zeit sah man gar nichts und als wir schon fast aufgegeben haben, konnten wir dann doch noch einmal einen Wal sehen. Eita porra. Eita. Wale haben wir gerade noch gesehen. War zwar mega kurz, aber wenigstens ein bisschen was. Zweimal, ne? Zweimal ganz kurz, ganz Só o schnell. rabinho. Mas é isso, ne? So ist das halt. Kann man nichts machen. Que rolê. Wenigstens hatten wir ein bisschen Spaß wie eine Achterbahn hier, ne? Auf dem Schiff. Nach 3 Tagen Dauerregen und keiner Aussicht auf Besserung entschieden wir uns wieder zurück zur Hauptstadt zu fahren. Allerdings ist es gar nicht so einfach zurückzukommen. Dieser Ort hier ist auf jeden Fall nichts für leichte Nerven. Und vor allem mit unserem schlechten Spanisch ist es nochmal schwieriger. Ey, wir müssen gerade versuchen, eine Landschaft zu bekommen zur Hauptstadt, damit wir noch unseren Flug hier rausbekommen. Wir haben es jetzt vielleicht geschafft, dass wir ein Boot kriegen in die Hauptstadt. Ein Fischer haben wir gerade gefragt. So, das Boot haben wir schon mal erfolgreich ins Meer geschafft. Ja. Jetzt heißt es Abreise. Am Flughafen konnten wir dann einen Flug nach Medellin klären, aber aufgrund des Wetters verzögerte sich der Abflug. Die erste Maschine wurde abgesagt, die zweite und wir dachten schon, das war's. Hier sitzen wir jetzt fest. Endlich können wir in den Flieger steigen, nach 5 Stunden Wartezeit hier am Airport. Die meisten Flüge wurden heute leider schon gecancelt wegen des Wetters, weil es durchgehend gewittert oder geregnet hat. Unser Flug geht jetzt und wir hoffen einfach nur, dass alles gut geht und wenn wir ankommen mit Medellin, sind wir einfach so glücklich und zufrieden und alles ist egal. Oh mein Gott, Laura, endlich wieder blauer Himmel. Sonne. Anders, ne? So ein gutes Gefühl, endlich wieder blauen Himmel zu haben, keine Luftfeuchtigkeit. Und jetzt gehen wir los zum Waschsalon. Nach 3 Wochen in den kleinen, abgelegeneren Teilen Kolumbiens waren wir nun froh, wieder in einer größeren Stadt zu sein. Wir wollten uns einfach mal wieder den alltäglichen Dingen des Lebens widmen und hatten erstmal so gar keine Lust auf Tourismus. Endlich konnten wir unsere Wäsche waschen, selbst kochen und wieder zum Fitness gehen. Beste Köchin der Welt. Tava sentindo falta, o povo aqui não come muito legume, salada é muita fritura, banana frita, batata frita, mandioca frita. Ah, não aguento mais não, preciso comer legume, né? Uma coisa saudável. Inklusive, wir waren heute im Fitness, wir haben jetzt 7 Tage hier ein Fastfood-Fitnessstudio. Deswegen müssen wir was Vernünftiges essen und nicht mehr diesen Fastfood-Kram. Isso, né?
Dominique tá magro, tá perdendo peso, mas eu tô só engordando, porque a gente tá comendo a mesma quantidade. Wir lernten Medellin schnell schätzen und konnten den Hype um die Stadt direkt verstehen. Mildes Klima mit meist gutem Wetter, günstige Preise, leckeres Essen und ein geiles Nachtleben. Die Menschen sind super entspannt und offen und nach ein paar Tagen packte uns dann auch wieder der Mut, die touristischen Orte zu besuchen. Also ging es ab in die Comuna Trece, das einst gefährlichste Viertel der Welt. Ich denke, ich muss nicht zu viel darüber erzählen, ich meine, wir haben alle Narcos geguckt. Heute ist die Comuna Trece jedoch ein hippes Viertel mit viel Graffiti-Kunst, Tanz und einfach nur geilen Vibes. An den anderen Tagen sind wir dann durch das Zentrum spaziert und haben direkt gemerkt, dass Medellin viel touristischer ist als zum Beispiel Bogotá. Man trifft viel mehr Backpacker und auch die Verkäufer sind viel aufdringlicher als zum Beispiel in anderen Städten. Also der Platz hier ist ganz interessant, aber der Platz fuckt auch mega ab, weil hier alle 2 Minuten irgendjemand kommt und dir irgendwas andrehen will. Also Essen, Getränke, irgendwas zu kaufen, dann kommt irgendjemand, labert dich voll mit Gesang. Also ist halt echt sehr nervig leider. 4 Wochen Backpacking-Reise sind vorbei, 4 Wochen wundervolle Abenteuer, ein paar gute Erfahrungen, ein paar schlechte Erfahrungen, aber insgesamt geiler Trip, ne? Also Kolumbien hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Aus beruflichen Gründen mussten wir dann unsere Reise in Kolumbien für 1 Monat unterbrechen. Wir flogen nach Aruba, eine karibische Insel, die direkt über Kolumbien und Venezuela liegt und zu den Niederlanden gehört. Als ein kleiner Extra-Tipp für euch, es gibt relativ günstige Direktflüge von Medellin nach Aruba und ihr lernt ein paar der schönsten Strände der Karibik kennen. Nach unserer Auszeit auf Aruba ging es zurück nach Medellin und von hier aus ging es mit dem Bus nach Cali. Cali ist nämlich die Hauptstadt des Salsas, des Tanz, der Musik und deswegen sind wir auch hier, um Lauras Geburtstag morgen zu feiern. Ähnlich wie in Medellin ist auch in Cali das Nachtleben einfach nur top. Hier spürt man jedoch an jeder Ecke den Salsa-Vibe. Es gibt viele öffentliche Plätze, an denen Salsa gespielt wird und die Leute einfach nur tanzen und eine gute Zeit haben. Zusätzlich gibt es sehr viele Salsa-Bars, in denen man Salsa auch lernen kann. Laura und ich sind immer noch im Salsa Flow. Punto Pare. Und wir gehen jetzt hoch auf den Berg hier in Cali zu wie heißt das? Tres Cruces. Genau, zum Aussichtspunkt Los Tres Cruces. Hola, disculpe. Tengo una pregunta. Esta es la dirección para Los Tres Cruces? ¿Sí? Gracias. Okay, perfecto. Choqueo con los celulares. ¿Cómo? O sea, los ¿Peligroso? guardan, pues para que no los vean a la vista, pero entonces los llevan guardadito, Sí. para que no de pronto no haya un inconveniente. ¿Pero es peligroso? No, ahorita ha subido gente, Ah, pero pues usted sabe que si a uno lo ven pues con cosas en la mano es más provocativo, ¿no? Sí. Eso, guárdelo y listo. Gracias. Le va bien. gracias. Gracias. Nachdem wir bereits einige Zeit in Kolumbien unterwegs waren, hatte uns dieser Mann daran erinnert, dass man überall auf seine Wertsachen aufpassen muss. Dementsprechend gehen wir auch beim Filmen immer ein gewisses Risiko ein, welchem wir uns jedoch bewusst sind. An manchen Orten filmen wir deswegen weniger und diskreter. Oben auf dem Berg hat man dann eine gigantische Aussicht über ganz Cali und es gibt dort auch noch einen kleinen Fitnesspark und teilweise Souvenirshops. Ist gut. Gutes Gewicht. Ist echt alles da. Guck mal hier auch. Noch mehr. Mit dieser Aussicht. Allerdings gibt es 2 Wege nach oben. Einen kürzeren Weg, der jedoch auf Geröll ist, oder einen längeren Weg von der anderen Seite. Diesen haben wir dann auf dem Rückweg genommen. Es ist deutlich weiter, weshalb man besser ein Taxi nehmen sollte. Wir laufen jetzt schon seit 20 Minuten lang. Noch länger? Eine Stunde. Eine Stunde schon. Und ja. Eita, olha essa gata. Man könnte denken, du hast morgen Geburtstag, so hübsch wie du heute bist. Uff. Bora. Wir sind gestern gar nicht mehr dazu gekommen, irgendwas von unserer Nacht zu zeigen, weil wir einfach unsere Party genossen haben, ne? Was für eine Nacht, oder Laura? Sehr, sehr interessant. Aber heute ist Lauras Geburtstag und deswegen gibt es ein Geburtstagsfrühstück. So, und kommt noch Cake dabei. Cake dabei.
Sehr lecker hier. Nach 3 Tagen in Cali ging es für uns dann weiter in Richtung Pazifikküste, nach San Cipriano, einem kleinen Dorf mitten im Regenwald. Wir sind zurück in der Nähe des kolumbianischen Pazifiks. Heute ist Lauras Geburtstag und Laura hat gesagt, sie will noch mal ein richtiges Abenteuer erleben, bevor sie 30 wird. Genau. Deswegen sind wir heute auf dem Weg in ein Dorf, das sich nennt San Cipriano, und wir nehmen jetzt ein Transportmittel, wo ich wette, das habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen, und deswegen bleibt dran. Leider haben wir den Weg nicht direkt gefunden, also mussten wir die Kinder im vorgelegenen Dorf fragen und einer war so nett und hat uns bis nach unten begleitet. Nach San Cipriano. Dort warteten die Brujitas auf uns. Brujitas sind Rollbretter auf den Bahnschienen, die von einem Motorrad angetrieben werden. Früher gab es eine Zugverbindung in das Dorf, seitdem diese eingestellt wurde, gab es jedoch keinen anderen Weg mehr. Also sind die Einwohner kreativ geworden und haben diese Brujitas gebaut. Heute ist es eine beachtliche Touristenattraktion. In San Cipriano selbst gibt es einen Nationalpark mit vielen verschiedenen Wasserfällen. Eigentlich wollten wir auf einen Trip gehen, um die großen Wasserfälle zu sehen. Da es jedoch zu viel geregnet hatte, wurde unser Trip abgesagt und wir erkundeten den kleinen Nationalpark auf eigene Faust. Außerdem kann man hier die afro-kolumbianische Kultur näher kennenlernen, mit leckeren Speisen und Getränken. Ciao San Cipriano! Gracias! Mit dem Bus ging es dann über Buenaventura und Cali zurück in die Anden, nach Salento. Salento ist eine kleine, wundervolle kolumbianische Stadt mitten in den Anden. Von hier aus kann man die höchsten Palmen der Welt besuchen. Wir entschieden uns für einen Quadtrip durch die Anden. Gestern haben wir den ersten Part vom traditionellen Essen hier in Salento probiert, das war Patacón. Heute probieren wir den zweiten Part, das ist Trucha, eine Art Fisch. Lecker. Trucha a la plancha und Trucha marinera in so einer Kokosmilchsoße. Das ist der Kopf vom Fisch und es schmeckt ein bisschen so wie Palma. Ja, ein bisschen so wie Lachs. Hier sind auch noch Garnelen dabei. Schmeckt aber mega, mega lecker. Also können wir auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein Restaurant, ne? Ja, hier Restaurant Todo Rico. Könnt ihr gerne herkommen. Gute Preise und gute Portionen. Und die meisten Leute fahren von hier aus ins Cocora-Tal. Also wir befinden uns jetzt im Cocora-Tal. Das ist auf jeden Fall deutlich näher dran. Wie lange sind wir gefahren, Laura? 20 Minuten? 30. Ja, 20, 30 Minuten. Und es kam 8000 Hin- und Rückfahrt der Jeep. Aber das Cocora-Tal ist auch mega schön. Und ich weiß gar nicht, welcher Trip der schönere ist. Heute mit dem Quad war mega schön, weil wir Sonne hatten und alles. Aber Cocora-Tal ist auch mega schönes Ambiente. Ich glaube hier, wir können ein bisschen mehr in der Nähe mit den Palmen sein. Ja, das stimmt. Also hier ist man näher dran an den Palmen. Bei dem anderen Trip La Carbonera. Aber ein bisschen weit. Genau, bei dem anderen hat man mehr Palmen, aber alles deutlich weitläufiger. Und hier ist man viel näher dran an den Palmen. Hier hat man auch so Parks, wo man dann nochmal extra Eintritt zahlen muss. 10.000 Pesos war es hier vorne. Und der andere Mirador direkt am Anfang war 6.000 Pesos. Da kann man noch schöne Fotos mit all solchen Schnickschnack für Instagram, Cocora-Tal und solche Sachen machen. Von Salento fuhren wir mit dem Bus über Armenia zu unserem nächsten Ziel, Manizales. Manizales liegt auf der anderen Seite des Nationalparks Los Nevados und befindet sich in direkter Nähe zu dem aktiven Vulkan Nevado del Ruiz. Normalerweise kann man diesen Vulkan von der Stadt aus sehen, allerdings hatten wir in Manizales echt kein Glück mit dem Wetter. Laura und ich sind auch schon richtig angekommen in Kolumbien, mit Cafecito durch die Straßen von Manizales laufen. Also erkundeten wir die Stadt und fanden heraus, dass Manizales eine Stadt voller Kirchen ist. In keiner anderen kolumbianischen Stadt haben wir so viele große Kirchen gesehen wie hier in Manizales. Da wir bereits einen Trip gebucht hatten, konnten wir unsere Pläne nicht mehr ändern und fuhren trotzdem in den Nationalpark Los Nevados auf über 4000 Meter Höhe in Richtung Vulkan. Ich glaube, wir haben heute richtig Pech mit dem Wetter. Alles komplett neblig. Wir
Wir werden sowieso nicht so nah in der Nähe des Vulkans gehen können, weil der seit 2010 wieder aktiv ist. Deswegen ist es zu gefährlich. Das heißt, wir können auch keine Gletscher sehen, weil die Gletscher sind direkt auf der Kuppe des Vulkans. Ja, aber machen wir das Beste draus, ne Laura? Guck mal, wie nebelig das hier schon ist. Und wir fahren jetzt hoch. Und dann erzählte unser Guide über das einzigartige Ökosystem, das man hier findet. Und die natürliche Frischwasserversorgung, die hier ihren Ursprung hat. Also unser Guide hat uns gerade erzählt, dass die Luft hier sehr, sehr trocken ist, wenn man seine Hände reibt und so weiter, weil diese Pflanzen hier nehmen die ganze Feuchtigkeit auf und geben sie wieder ab und spenden damit den Menschen hier in der Umgebung Trinkwasser. Er hat gesagt, wir können das Wasser so trinken, weil es sehr, sehr klar ist. Ah! No, aber ich bin komplett nass dann. Versuch mal zu trinken, Laura. Also es ist ein sehr, sehr großes Ökosystem hier alles. Cold. Really cold. Schmeckt? Wasser. Danach sind wir in die direkte Nähe eines inaktiven Vulkans gefahren. Die Vegetation hatte sich stark verändert und wir waren angekommen auf knapp über 5000 Meter Höhe. Wir haben halt nicht den besten Tag erwischt für diesen Trip. Also ich glaube, wenn das Wetter komplett klar wäre, wäre das hier echt ein geiler Trip. Ja. Ist halt auch relativ teuer, aber so ein bisschen leider rausgeschmissenes Geld. Ist halt trotzdem interessant, was er uns erzählt hier alles über die Vulkane. Zum Beispiel, dass Kolumbien sehr, sehr viele Vulkane hat. Unter anderem auch 2 der der gefährlichsten Vulkane in Lateinamerika. Ja. Okay. Ah, hier ist auch von Vulkanstein. Also interessant ist es auf jeden Fall, nur halt leider nicht so schön. Aufgrund des Wetters war der Trip ein echter Reinfall, aber wir hatten zum Glück einen guten Abschluss. Dies ist ein Thermalbad mit Wasser, das unter dem Vulkan langläuft und in diese Becken hineingeführt wird. Und wir haben das Geheimnis gelüftet. Wir haben gerade den Mann gefragt, ob das Wasser wirklich vom Vulkan kommt. Er hat gesagt, ja, das Wasser fließt unter der Erde lang, aber halt in der Nähe des Vulkans. Deswegen ist es so heftig warm. Und ich gehe jetzt einfach mal mit der GoPro rein. Ich gehe nicht unter Wasser mit der GoPro, aber Laura, ich gehe mal dahin. Noni, mas essa água não é para mergulhar, é para fazer spazinho, tá? Ficar relaxando. Dominique mergulhou e depois ficou falando, ai meu olho tá ardendo. Von hier kommt das Wasser aus dem Vulkan. Es ist einfach so heftig heiß. É warm. Aber das ist sehr interessant, ne? Mega interessant. Hier ist warm, aber hier ist schon nicht so warm, weil es ist kalt hier draußen. Ja, Weißt du? ja. Okay. Entendeu? Let's go to the other. Ja. Come see. Also es gibt hier 3 Becken. Das Becken, in dem wir gerade sind, ist 40 Grad. Dann gibt es hier noch eins, das ist 30 Grad. Und da hinten gibt es noch eins, das ist 50 Grad, da gehen wir jetzt rein. Genau jetzt, wo wir abreisen wollen aus Manizales, ist es nicht mehr so leblich, nicht mehr so viele Wolken und man kann sogar die Spitze des Berges sehen, schneebedeckt. Ich glaube, ihr könnt das sehen. Dort oben. Und auf der anderen Seite auch. Das ist ein Panoramabild, das wir 3 Tage nicht sehen konnten. Von Manizales ging es dann über Medellin nach Guatapé. Guatapé liegt nur 2 Stunden Busfahrt von Medellin und ist ein Ausflugsziel, das man auf jeden Fall machen muss. Zum einen ist die Stadt einfach nur wundervoll mit ihren ganzen bunten Häusern und um die Stadt herum hat man dieses einzigartige Panorama des Stausees, umgeben von Bergen. Der Guide hat uns gerade erlaubt, dass wir einmal kurz das Anwesen von Pablo Escobar betreten dürfen und uns anschauen können, wie es hier mal ausgesehen haben könnte. Completamente abandonada. The food is too good. If you cream, have a good feel. Und das Highlight ist natürlich der Fels von Guatapé. Ein riesiger, massiver Granitstein in der Mitte des Stausees. Also die Tickets kosten 20.000 pro Person und dann kann man hier die Treppe hochgehen zum Felsen. Wir haben es geschafft. So, heftig anstrengend, ne? Wie uns der Mann gestern bei unserem Ausflug mit der Landscha erzählt hat, ist das alles, wo das Wasser ist, waren früher mal Städte. Das heißt, das ist alles künstlich angelegt, das Wasser. Das ist ein Stausee jetzt.
Und ja, sieht einfach fantastisch aus, wie so kleine Inseln im Wasser. Also, Fazit des Tages. Guatapé ist eine mega geile Stadt, ist auf jeden Fall ein Trip wert. La Pietra, eine echt unfassbar schöne Aussicht, muss man auf jeden Fall machen, wenn man hier ist. Ein Muss. Ein Muss, genau. Und eine ganz wichtige Sache, vertraut nicht auf den Wasserbericht. Wir haben geguckt und jeden Tag schlechtes Wetter, jeden Tag Wolken, Regen. Und es sah am Anfang heute Morgen auch so aus, aber auf einmal strahlend blauer Himmel. Also von daher, kommt einfach hierher und vielleicht habt ihr Glück mit dem Wetter. Wie man auf der Karte bereits sehen kann, war Medellin der Dreh- und Angelpunkt unserer Reise. Von hier aus kommt man überall relativ günstig hin und so haben wir auch unsere weiteste Fahrt von Medellin aus bis nach Santa Marta mit dem Bus angetreten. 16 Stunden Busfahrt bis an die Karibikküste und hier ist uns aufgefallen, dass diese Region viel ärmlicher wirkt. Angekommen in Santa Marta konnten wir uns nicht entscheiden, ob wir in Santa Marta selbst unterkommen oder am Nebenstrand, am Playa Taganga. Letztendlich entschieden wir uns für den Playa Taganga. Die Suche einer Unterkunft fiel uns viel schwerer und zusätzlich entsprach sie nicht dem, was wir an anderen Orten gewohnt waren. Unser Hostel, Love Beach Hostel hier am Playa Taganga. Dieses Bett war bisher das Schlimmste, was ich hatte. Das fällt gefühlt schon auseinander und allgemein der ganze Raum ist nicht so gut, aber wir zahlen halt auch nicht so viel. Ich habe aber trotzdem keine Ahnung, wie die diese 8, irgendwas Sterne Bewertung bei Booking bekommen haben. Und dann heute Morgen um 4 Uhr fängt schon die ganze Zeit an, der Hahn zu krähen. Also der Tag heute in Tayrona National Park kann nur noch besser werden. Und das ist die Strandpromenade hier in Playa Taganga. Und das ist der Strand Taganga. Sieht erstmal wunderschön aus mit den Bergen drumherum. Aber wenn man dann am Strand ist, sieht es halt so aus. Das war für uns ein sehr großer Schock gestern, weil wir dachten, in Santa Marta gibt es auf jeden Fall bessere Strände. Wir kommen gerade aus der Karibik in Aruba und da ist man anderes gewöhnt. Ich weiß nicht, wie die anderen Strände sind, deswegen gehen wir heute in Tayrona National Park und da erwarten wir auf jeden Fall deutlich mehr. Hier ist der Eingang von Tayrona National Park, hier muss man seine Tickets kaufen und wenn man eine Nacht übernachten will, muss man auch aussuchen, an welchem Zeltplatz. En la Arenilla. Ah, Arenilla, es posible mirar el sol. Yes. So, unsere Unterkunft haben wir bezahlt, Versicherung haben wir auch bezahlt. Jetzt müssen wir noch den Eintritt für den Nationalpark bezahlen und dann geht's endlich los. Wir sind noch nicht mal richtig drin im Park und wir haben jetzt schon 5 Moskitostriche. Also, oder mehr. Also nehmt auf jeden Fall was mit gegen Moskitos, das ist krass hier. Laurinha, und jetzt heißt es 2,5 Stunden laufen. Genau, gerade so 9:40. Mal schauen, ob es wirklich 2,5 Stunden sind. Also wir haben den Bus schon nach oben genommen. Man kann auch zu Fuß laufen, das ist aber dann nochmal ungefähr 30, 40 Minuten mehr. Der Bus kostet 5.000 pro Person. Geht also klar. Der Wanderweg fing ganz entspannt an. Man konnte die Natur genießen und nach einer halben Stunde konnte man bereits das Meer sehen. Also der Weg hier im Tayrona National Park ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ich bin unnormal am Schwitzen und es ist auch halt ein Weg durch den Dschungel. Also mit vielen Hindernissen und so weiter. Also der Weg zum Strand fuckt einfach nur ab. Das wird nicht besser. Das sind die wichtigen Details, die man sehen muss, ne Laura? Ja, é muito perrengue. Olha, já me arrependo de ter pagado pra dormir aqui. Era melhor voltar de barco do que voltar tudo isso de novo. Stimmt, Alter. Wir haben jetzt Ende November. Natürlich regnet es ab und zu mal. Aber der Weg ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Also hier gibt es keine andere Option. Man muss seine Schuhe ausziehen. Hätten wir das alles gewusst, ich glaube, dann hätten wir die Hinfahrt lieber mit dem Boot angetreten, ne? Me too. Das ist Playa Taganga und das ist die Schlange, um mit dem Boot nach Tayrona National Park zu kommen. Fast in den Schlamm gefallen. Kommst du raus? Ja.
Scheiße, Alter. Ja, wir haben es geschafft. Oh, Alter, was für ein verfickter Weg. Also, Muito perrengue pra praia. ja, um einen Strand zu sehen, ist echt krass dieser Weg. Hier sind die ganzen Zelte, dass man direkt am Strand campen kann. Wir haben uns hier dafür die Cabanas entschieden. Die sind 25 Minuten von hier aus. Und da hat man ein richtiges Haus und kein Zelt. Und willkommen an den schönsten Stränden Kolumbiens. Also hier das Wasser auf der Seite ist deutlich besser. Hier kann man richtig klares Wasser sehen. So haben wir es erwartet. Der Strand ist natürlich mega voll, aber es war klar. Aber ich bin froh, dass das Wasser hier auf jeden Fall deutlich besser ist. Tá frio? Die meisten Leute übernachten direkt hier am schönsten Strand im Tayrona National Park in den Zelten. Wir haben uns für oder halt in der Hängematte unter dem Haus da. Wir haben uns für die Cabanas entschieden. Deswegen müssen wir jetzt auch mal 30, 40 Minuten sagen sie laufen. Ich glaube, wird ein bisschen mehr sein, weil alles voller Schlamm ist. Ja, also nochmal ab geht's in Schlamm. Da es in dem Nationalpark kaum Wegweiser gibt, haben wir unser Camp zuerst nicht gefunden und sind durch den Dschungel geirrt. Als wir bereits verzweifelt waren, haben wir es dann doch noch gefunden. Und es kam die nächste Überraschung. Das Camp war bereits ausgebucht und wir mussten in ein anderes Camp gehen. Laura, ich wusste, der Tag wird kommen und diese Stirnlampe wird ihren Sinn ergeben. So, hier sind die Toiletten irgendwo. Und die Duschen. Hier ist auch noch. Leckere Toilette. Didn't you say here is the showers? Ah, here. The shower completely open. It's open. Ja. Big brother. Also hier nimmt man, hier duscht man Big brother. komplett ohne irgendwelche Sichtbedeckung. Warum nicht? Okay. Also das habe ich wirklich nicht erwartet. Mal schauen. Hä? Natürlich ist es kalt. Einfach beim Duschen kommt die ganze Zeit Sand raus aus dem Hahn. Kann das schlimmer sein? Diese Nacht? Ja, wir sind halt nicht in einem Luxusresort, ne? Wir sind halt in der Natur. Ja, gut. Ja. Also mehr als eine Nacht muss hier wirklich nicht sein. Guten Morgen aus dem Dschungel. In unserem wunderschönen Resort heute Nacht. Wie war die Nacht, Laura? Sehr interessant. Sehr interessant. Viele barulho de mosquito. Ja. Medo de acordar no meio da noite pra fazer xixi. E tem uma cobra no escondida. Ja, aber die Erfahrung im Dschungel zu schlafen ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Das Bett ist leider eine Katastrophe gewesen für mich. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Und das ist das Beste, ne? Das ist halt wie so eine Matratze, wenn man so einen Abbruch für seine Schuhsohle macht. Es geht richtig rein und man schläft quasi auf dem Holz hier. Ja, okay. Aber eine Nacht reicht für mich vollkommen. Ja. Würdest du hier noch eine Nacht haben wollen? Warum? Ja. Die Frage ist warum? Ich verstehe nicht warum. Okay, wir gehen jetzt zurück. Und noch ein Tipp, kommt ihr auf gar keinen Fall am Wochenende her. Also uns sind gerade so viele riesige Gruppen entgegengekommen, deswegen macht's lieber nicht.
Von Santa Marta sind wir die Küste entlang nach Cartagena gefahren und auf der Fahrt haben wir wieder mal bemerkt, wie nervig Busfahren in Kolumbien sein kann. Leider sind die Menschen oft rücksichtslos, es werden keine Kopfhörer benutzt, aber trotzdem wird auf voller Lautstärke durch TikTok geswiped. Es wird sich auch nachts lautstark unterhalten und noch viele weitere Dinge. Dinge, die uns irgendwann sehr aufgeregt haben, da es leider keine Einzelfälle waren. Und dann hatten wir auch noch bei unserer Ankunft in Cartagena unsere schlimmste Airbnb-Erfahrung. Also das ist eines der Airbnbs, wo ich jetzt wirklich sage, hier können wir nicht übernachten. Dieser Geruch hier von dem Schimmel ist einfach so krass. Meine Nase juckt die ganze Zeit. Hier müssen wir leider abbrechen, unsere Sachen packen und hier können wir die Nacht nicht übernachten. Also ich habe gerade schon den Gastgeber kontaktiert, weil keine Ahnung, wie jemand da schlafen kann oder wie das überhaupt erlaubt sein kann von Airbnb. Also ich glaube, gesundheitsschädlicher als hier geht's gar nicht. Hier draußen ist direkt die Küche vom Restaurant. Also wir würden hinterm Restaurant schlafen. Das ist unser Zimmer. Hier oben ist alles voller Schimmel. Seht euch die Straße hier rein in Cartagena. Einfach alles komplett überschwemmt. Cartagena wirkte für uns direkt wie das Herz der kolumbianischen Karibik. In dieser Stadt vereinen sich geschichtliche Orte, wunderschöne koloniale Architektur und vielleicht sogar das beste Nachtleben Kolumbiens. Außerdem soll es hier ein paar der schönsten Strände geben, welche jedoch außerhalb der Stadt liegen und dementsprechend über längere Busfahrten oder Boote erreichbar sind. Für uns war sie auch leider Nebensache. Aber das Wetter ist scheiße, es regnet den ganzen Tag, also sind die Strände für uns abgesagt und deswegen gehen wir heute auf einen Lokalmarkt und schauen, was da so abgeht. Auf geht's, Laura? Vamos! Es ist einfach so verrückt, was für eine Menschenmasse hier immer ist auf solchen Märkten, was hier abgeht. Deswegen, ich packe mal die Kamera jetzt hier rauf und dann könnt ihr das ein bisschen mitverfolgen. Das ist die Burg von Cartagena. Der Eintritt für die Burg kostet 54.000 für uns beide, also 27.000 pro Person. Mal schauen, wie es oben aussieht. Von Cartagena sind wir mit dem Flugzeug über Bogotá zum südlichsten Punkt Kolumbiens geflogen, zum Dreiländereck des Amazonas, nach Letizia. Hier treffen sich die Länder Kolumbien, Brasilien und Peru. In Letizia kann man viele verschiedene Trips in den Amazonas-Regenwald buchen. Wir besuchten den Ort am Ende der Trockenzeit. Der Fluss war sehr niedrig und je nach Höhenstand des Flusses gibt es verschiedene Trips, die man machen kann oder eben halt nicht. Von hier aus haben wir die kleinen Dörfer am Rande des Amazonas kennengelernt und zusätzlich die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt, die man in dieser Region findet. Das stimmt, was Laura gerade gesagt hat. Jetzt sieht das alles noch cool aus und alles mega interessant und spannend. Aber stellt euch mal vor, ihr müsst diesen Weg nachts gehen. Hier ist kein Licht, nirgendwo. Und dann ist ja auch noch, also jetzt ist es sogar noch schlimmer als mit Wasser. Weil wenn du hier runterfällst, kannst du dich sogar verletzen. Mit Wasser fällst du nur ins Wasser. Mega verrückt. Es sind natürlich immer subjektive Erfahrungen, die wir euch hier zeigen. Jeder macht seine eigenen und jeder hat seine eigenen Vorlieben. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, wie eure Eindrücke waren, bzw. welche Orte euch besonders gut gefallen haben. Wir würden am liebsten noch länger in Kolumbien bleiben, denn Kolumbien ist ein so vielseitiges und atemberaubendes Land, dass es bestimmt noch viel mehr zu sehen gibt. Nach 2,5 Monaten wollen wir jedoch einen Schlusspunkt finden, um bereit zu sein für neue Abenteuer in einem neuen Land. Und wir sind angekommen an der Grenze. Denn von hier aus geht unsere Reise weiter nach Brasilien, in Lauras Heimatland.